Ya se lo comió ella. La corunda. Oh, está bien De rico. rajas con queso. Se está comiendo la muchachona. ¿De 20? ¿Cuántos centavos? Gracias, amiguito. ¿De 20 pesitos? Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar. Wir sind am kleinen Hafen angekommen. Hier steigen wir ins Boot. Wir sind fast in Pátzcuaro, am Rande von Pátzcuaro, und wir sind am See Pátzcuaro. Und hier steigen wir ins Boot und dieses Boot bringt uns hoffentlich gleich nach Janitzio auf die Insel Janitzio. Sei dabei! Ah, son así grandes los barcos. Gut gesättigt fahren wir jetzt los und wir sind auch eigentlich ziemlich spät dran. Deswegen hoffe ich, dass wir noch was von der Insel sehen werden. Aber ich bin auf jeden Fall super gespannt, weil es sehr besonders ist. Diese großen Boote wirken wie Busse, die übers Wasser fahren und die Bewohner von Janitzio hin und zurück auf das Festland und zurück auf die Insel bringen. Die Insel ist sehr klein und lebt hauptsächlich vom Tourismus, deswegen muss sehr viel auf die Insel gebracht werden über diese Boote. Ich freue mich immer sehr, Menschen zu sehen, die im öffentlichen Raum Handarbeiten machen. Dazu muss man sagen, dass in Mexiko viele Menschen Handarbeiten machen, um sich etwas dazu zu verdienen, oder sie leben gar komplett von ihrem Kunsthandwerk. Deswegen arbeiten die Menschen hier auch immer und überall, wo es möglich ist, an ihren Handarbeiten, weil sie davon zum Teil ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und ich thematisiere auch in anderen Videos, wie schwierig es ist, von seinen Handarbeiten zu leben. Insgesamt auf diesem Channel spreche ich oft davon, dass Handarbeiten nicht genug Wertschätzung erfahren. Wir haben nun den kleinen Hafen verlassen und sind auf dem Weg nach Janitzio. A la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, la quinta isla más grande, no, la más grande de las 5 islas del lago Pátzcuaro. Ahí vamos. Auf dem Pátzcuaro-See befinden sich 5 Inseln. Janitzio ist die größte dieser 5 Inseln. Und Janitzio bedeutet auf der Sprache der Purépecha die Insel der wenigen, das heißt die Insel, auf der wenige Menschen leben. Heutzutage leben da viel mehr Menschen, glaube ich, als zu den Hochzeiten der Purépecha, denn aktuell leben hier ca. 2500 Menschen. Ich hatte den Eindruck, dass die meisten Menschen sich auf der einen Seite der Insel konzentrieren und man muss auf jeden Fall fit sein, um die ganzen Treppen und engen Wege auf dieser Insel gut laufen zu können. Vamos a subir los 350 escalones que se encuentran en la isla y venimos del embarcadero de Pátzcuaro. Y pues disfruten este maravilloso paseo en esta lanchota. Wir nähern uns der Insel und diese Fahrt macht einfach total viel Spaß, sowie auch diesen Blick auf die Insel
zu haben. Gleich versuchen wir die 350 Stufen hochzulaufen bis zum höchsten Punkt der Insel. Hoffentlich schaffen wir es noch, bevor es dunkel wird, damit ihr auch einen schönen Ausblick noch bekommen könnt vom See Pátzcuaro. In der Zwischenzeit lade ich euch ein, diesen wunderschönen Sonnenuntergang noch zu genießen und hoffe, dass wir schnell da sind. Wir sind in Canitio angekommen. Die Ankunft ist eine wackelige Angelegenheit. Wir haben 18 Uhr, vielleicht ein bisschen knapp dran, aber wir können jetzt den Sonnenuntergang genießen. Hier ist der hübsche Platz von der Insel und wir wollen da hochsteigen zu dem Herrn Morelos. Und das sind 350 Stufen. Mal schauen, ob wir das heute noch schaffen. Es ist ca. 18:30 Uhr. Aber wir hatten auf jeden Fall eine sehr schöne Fahrt. Hier kann man natürlich auch sehr viele Souvenirs und einiges einkaufen. Der Sonnenuntergang ist traumhaft schön. Wir sind oben angekommen, wir haben es nach oben geschafft. Wir sind fast hochgerannt, um es zu schaffen, um diese letzten Bilder vom Sonnenuntergang für euch zu bekommen. No, gracias. 350 Stunden sind wir hochgelaufen, um hier oben bei der Statue von Morelos, einem der Unabhängigkeitshelden Mexikos, zu erreichen. Leider ist mein Selfie-Stick vorhin gebrochen, aber wir haben es trotzdem geschafft. Canitio, die schöne Insel auf dem See Pátzcuaro und Morelos. Man kann auch in dieser Statue hochsteigen bis zum Kopf und von dort den Aussichtspunkt genießen. In dieser Statue gibt es auch ein Museum über die Geschichte Mexikos und so ist der wunderschöne Sonnenuntergang hier von dieser Insel, die mittlerweile 2500 Einwohner hat und hauptsächlich vom Tourismus lebt. Und hier oben ist es wirklich sehr schön. Es gibt viele Restaurants, einen Park zum Entspannen. Man kann viele Souvenirs einkaufen. Wir werfen einen Blick auf diesen schönen Park, in dem man sich tagsüber bestimmt angenehm aufhalten kann, etwas essen kann und einfach Zeit mit Freunden verbringen kann. Die Statue von José Morelos ist ca. 50 Meter hoch. In dieser Statue befindet sich ein Museum. Das Museum besteht aus Gemälden des Künstlers Juan Tirado Valle, der in seinen Gemälden die Geschichte des Lebens von Unabhängigkeitshelden José Morelos erzählt. Wir müssen uns jetzt auch schnell auf den Weg nach unten begeben, da wir den letzten Boot nicht verpassen wollen. Hier fahren die Boote natürlich nicht die ganze Nacht und wir möchten ungern hier übernachten, auch wenn das tatsächlich möglich ist. Wir versuchen wieder nach unten zu kommen, ohne uns in den ganzen Wegen, Gassen, Treppen und so weiter zu verirren. Und auf dem Weg nach unten haben wir tatsächlich noch ein Fest gefunden von Einheimischen, die hier leben und eine private Party geschmissen haben. Wir haben uns also auf dieser Party verirrt und anfangs waren Griselda und ich sehr zurückhaltend, auf diese Party zu gehen, denn wir wollten die einheimische Bevölkerung bei ihrer Feier nicht stören. Doch dann wurden wir eingeladen, mitzufeiern und das haben wir uns nicht mehrmals sagen lassen. Wir durften also das Tanzbein schwingen mit den Bewohnern der Insel Canitio, die sich hier ihre private Party organisiert haben.
wunderschön zu beobachten finde ich auch die traditionellen Kleider und sehr schönen Röcke der Frauen. Man sieht, dass hauptsächlich die Frauen tanzen und die Männer eher am Rande sitzen. Die Frau, die jetzt gleich hinter uns im Video erscheint, hat uns dann auch zum Tanzen aufgefordert und wir hatten mit ihr noch ganz, ganz viel Spaß und haben uns so etwas wohler auf der Party gefühlt. Meine lieben Zuschauer, der Mond sieht wunderschön aus und wir haben unser Boot um 2 Sekunden verpasst. Es ist wirklich vor unserer Nase weggefahren. Wir haben geschrien und geschrien, aber es ist nicht zurückgekommen. Und wir sind jetzt auf Janitzio, wir stecken hier fest. Wir haben keine Ahnung, wie wir wieder zurückkommen nach Pátzcuaro. Das Auto steht dort. Und ja, die Sonne, der Mond sieht sehr schön aus, aber wir sind jetzt hier auf Janitzio und wir stecken hier fest mit dem Unabhängigkeitshelden Morelos. Ja, was machen wir nun? Keine Ahnung, wir müssen irgendwie ein Boot besorgen, jemand, der uns zurückfährt, weil wir sind ja hier verloren. Lo logramos. Sí, encontramos el embarcadero correcto. Vamos a andar baile, Con las baile. lanchitas por andar baile y baile, casi nos perdemos la lanchita. Pero aquí está la lanchita que nos va a regresar y ahí está la luna que se ve hermosa. Y sí vamos a regresar a Pátzcuaro, no nos quedamos a dormir en Janitzio, pero ya sí nos asustamos, ¿verdad? Estuvo padre la aventura. Sí, que nos tuvimos que correr. Y ahí está Janitzio y el Morelos el guapo, el héroe de la independencia de México, ¿verdad? Sí. 2, 3. Wir hatten einen wunderschönen Tag auf der Suche nach den Dörfern um den See Pátzcuaro herum. Gerade sind wir auf Janitzio, auf dieser Insel. Wir haben doch noch unser Boot erwischt. Wir haben doch noch das richtige Boot gefunden. Es ist nicht ohne uns weggefahren. Wir müssen nicht auf Janitzio übernachten. Oben seht ihr die wunderschöne Statue von Morelos und auf dieser Seite der sehr, sehr schöne Vollmond. Wir haben Vollmond erwischt, einfach nur ein traumhaft schöner Sonnenuntergang hier auf Janitzio. Und ich wollte noch sagen, Janitzio ist eine der Inseln, auf der der Tag der Toten auf eine sehr besondere Art und Weise von den Purépechas gefeiert wird. Diese Insel war auch Inspiration für den Film Coco und dieser Film Coco ist über den Tag der Toten, den empfehle ich euch auf jeden Fall. Ein sehr, sehr, sehr schöner Film und hier wurde eben sehr viel Inspiration für diesen Film geschöpft. Morgen früh werden wir noch Pátzcuaro besichtigen. Das ist hier auch ein Dorf am Rand vom See, worauf ich mich sehr, sehr freue. Vielleicht wird es unser letzter Shop, vielleicht auch nicht. Lass dich überraschen. Bleib auf jeden Fall dran, denn es wird noch ganz viel passieren. Mittlerweile habe ich eine schöne Playlist mit Videos über Mexiko und Handarbeiten in Mexiko auf meinem Channel. Deswegen lade ich dich ein, da vorbeizuschauen und dich begeistern zu lassen von diesem wunderschönen Land.